Wenn der Bauch nach dem Essen grummelt, Blähungen oder Durchfall hinzukommen, vermuten viele Betroffene eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Im Internet werden Selbsttests für zu Hause angeboten. Sie versprechen Aufschluss über die eigene Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aber warnt, diese sogenannten IgG-Antikörpertests für zu Hause seien für die Diagnose nicht zu empfehlen. Warum, erfahren wir im Marienkrankenhaus in Kassel von dem Gastroenterologen Dr. Gero Moog. Der Nachweis von IgG ist kein Nachweis einer Nahrungsmittelallergie. Ist das etwas, was im Prinzip nur einen Hinweis darauf gibt, dass ein Kontakt mit den Nahrungsmitteln stattgefunden hat? Also etwas, was wir alle im Blut haben, also Nahrungsmittel wie zum Beispiel Getreide oder auch Obst, ja, da hätten wir natürlich IgG4 oder IgG-Antikörper, aber das ist kein Hinweis darauf, dass eine Allergie besteht. Wir machen den Selbstversuch mit 2 Tests. Der Lebensmittelreaktionstest von Cerascreen und der Nahrungsmittelunverträglichkeitstest von Lykon kosten jeweils 99 € im Onlinehandel. Mithilfe dieser Tests sollen mehr als 90 Lebensmittel auf Unverträglichkeit geprüft werden. Wir starten mit dem Test von Lykon. Nach dem Pieksen mit der Lanzette wird das Röhrchen mit Blut befüllt, mit dem persönlichen Code beschriftet, verpackt und in ein Labor geschickt. Der Test von Cerascreen ist ähnlich. Erst den Code aktivieren, dann das Blut aus dem Finger auf einen Teststreifen tropfen und abschicken. Am selben Tag lässt sich unsere Probandin noch Blut beim Hausarzt abnehmen und nach wenigen Tagen liegen alle Blutergebnisse vor. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem auf bestimmte Lebensmittel wie auf einen Krankheitserreger. Dann fangen sie an, im Mund eventuell zum Beispiel schon kribbeln oder ein Pelzigkeitsgefühl zu haben. Auch die Zunge kann dick werden, sie können Bläschen auch an der Mundschleimhaut entwickeln. Und in ganz schlimmen Fällen, muss man sagen, kann es natürlich auch zu einer sogenannten anaphylaktischen Reaktion kommen. Bei einer Unverträglichkeit, medizinisch Intoleranz genannt, fehlen hingegen dem Körper die Enzyme, um die besagten Stoffe abbauen zu können. Die meisten Leute verspüren Blähungen, manche bekommen Durchfälle. Das sind an sich harmlose Angelegenheiten, die im Prinzip jeder mehr oder weniger hat. Wir wissen ja, dass zum Beispiel Laktose, ist ja Milchzucker, wird im Alter von 2 Jahren, also im Kindesalter, am meisten produziert, das entsprechende Enzym, was die Laktose abbaut. Und dieses Enzym wird dann im Laufe des Lebens immer weniger. Und wenn sie jetzt erwachsen sind, dann haben sehr, sehr viele Menschen eine gewisse Unverträglichkeit gegen größere Mengen Milchzucker. Unser Testergebnis von Lykon: Bananen und Ei unbedingt meiden. Also grundsätzlich braucht man sicherlich für eine gesunde Ernährung nicht unbedingt Ei und Banane. Das kann man schon mal festhalten. Wie gesagt, diese Teste, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, sind sehr fragwürdig und sagen sicherlich nichts über eine echte Nahrungsmittelallergie aus. Aus dem Grunde würde ich jetzt aufgrund dieser Testergebnisse meine Ernährung nicht ändern. Unser Testergebnis von Cerascreen: keine Reaktion auf die gemessenen Parameter IgG4. Im Prinzip zeigt das, dass diese Teste selbst noch nicht mal in der Hinsicht genau sind. Ja, also hier scheint ja sogar am selben Tag ein unterschiedliches Ergebnis herauszukommen. Und wie schon erwähnt, man kann durch die Bestimmung von IgG oder IgG4 keine Nahrungsmittelallergie nachweisen. Diese Tests sind wirklich nicht das wert. Wie beurteilt nun der Mediziner das Blutbild, das der Hausarzt erstellt hat? Und dass ich jetzt den Hausärzten zu nahe treten will, aber so mit einfacher Blutbestimmung kommt man da wahrscheinlich nicht weiter. Das ist schon eine etwas komplexere Analyse. Tatsächlich, die Spurensuche kann sich kompliziert gestalten, da die Selbsttests mitunter falsche Ergebnisse liefern. Deshalb verzichten Betroffene womöglich ohne Notwendigkeit auf bestimmte Lebensmittel oder konsumieren Dinge weiter, die ihnen eigentlich schaden. Eine Abklärung beim Facharzt ist daher empfehlenswert.